Man kann erkennen, worauf das hinausläuft. Und das wäre dann auch erledigt, würde ich mal sagen. Ich habe ein 10 Meter langes Beet. Das ist hier ewiger Kohl, Winterheckenzwiebel und Liebstöcke. So, also das Beet ist voll. Ich habe beim Planen am Rechner festgestellt, dass ich hier gar nicht erst die ganze Fläche klar machen und bereinigen muss. Also ich muss hier nicht erst diese ganzen Beetkanten ausbuddeln und hier alles begradigen. Ich kann ja eigentlich auch gleich erstmal zumindest ein Beet anlegen. An Stellen, wo ich halt nicht vorher noch irgendwas machen muss. So, und hier steht jetzt diese wunderformschöne Schaukel, die eventuell jemand haben möchte und abbauen möchte. Ich bin mir dessen aber nicht so sicher, ob das dann wirklich passiert. Deswegen plane ich die einfach mal mit ein und werde ein Beet von dieser Seite der Schaukel, unter der Schaukel entlang bis da vorne hin anlegen, die ganze Strecke. Und dann werde ich die Schaukel halt als Bodengerüst benutzen. Wäre ja sehr praktisch eigentlich. So, und um das zu machen, werde ich jetzt nochmal diese Fläche, wo das Beet dann hinkommen soll, das Gras noch etwas kürzen. Ich werde es versuchen, mit einem Spindelmäher zu machen. Wenn das nicht funktioniert, nehme ich halt die Sichel. So, fertig. Ich denke mal, man kann erkennen, worauf das hinausläuft. Der Spindelmäher wollte zuerst nicht so richtig, weil dem war das hier noch zu filzig und zu stängelig alles. Also habe ich erstmal mit der Sichel hier auf dem Boden rumkriechend alles weggemäht. Und ja, was ich da weggemäht habe, habe ich dann schon mal als Mulch hier liegen lassen in der Beetmitte, wo dann auch das eigentliche Beet hin soll. Und natürlich habe ich drumherum auch noch kurz gemacht, damit da auch nicht so viel reinwachsen kann. So, und jetzt muss ich nur noch eine Pappe drauflegen und Kompost drauf und fertig ist. Kann ja nicht mehr lange dauern. Und das wäre dann auch erledigt, würde ich mal sagen. Das sieht doch vielversprechend aus, oder nicht? So, noch mal eine kleine Erklärung dazu, was ich hier warum wie mache.
Ich habe hier bei dem Beet immer 2,50 Meter ausgemessen und mir die markiert, einen fetten schwarzen Stift. Und zwar, weil ich mir in der Kompostwirtschaft immer 5 Mörtelwannen voll mit 60 Litern hole, was 300 Liter sind, für 5 Euro. Und das Beet ist 1,20 Meter breit, der Kompost soll 10 Zentimeter hoch werden, was ungefähr hinhaut. Und dabei kommt dann diese Länge von 2,50 Meter raus. Und ich habe auch beim Messen festgestellt, dass das Beet hier genau, ziemlich genau 4 mal 2,50 Meter lang ist, also 10 Meter. Das heißt, ich muss 4-mal zur Kompostwirtschaft fahren. Mal sehen, ob ich das heute schaffe. Es wäre schön, es würde mich sehr freuen. So, ich habe ein 10 Meter langes Beet. Das Wetter war auch gleich so freundlich, mir das Beet anzugießen. Der trockene Kompost, der dauert halt noch eine Weile, bis das irgendwie durchfeuchtet ist. Aber das hier ist ja zumindest schon mal ein Anfang. So, mit Bodenrankgerüst gleich dabei. Und es war dieses Mal viel einfacher und schneller, pro Fuhre Kompost das hierher zu bringen, als dass ich das bisher gewohnt bin. Also im Waldgarten war es deutlich schwieriger und hat deutlich länger gedauert. Ja, und so bin ich auch schon ziemlich früh fertig und habe tatsächlich alle 4 Fuhren geschafft, die ich schaffen wollte. So, ähm, so. Also der Grund, warum ich so schnell ein Gemüsebeet haben wollte im Schrebergarten, ist, dass ich auf dem Balkon ja einiges habe, was ich da auch schon einpflanzen könnte direkt oder kann oder werde, hoffentlich. Und zwar hatte ich ja unter anderem zuletzt, als ich die Beete im Waldgarten noch hatte, Erdbeerableger bestellt gehabt und die konnte ich dann natürlich nicht mehr einpflanzen. Und dann habe ich die halt auf dem Balkon zwischengelagert. 1,5 Jahre mittlerweile, in viel zu kleinen Töpfen. Und von diesen Erdbeerablegern habe ich schon wieder noch neue Ableger sogar genommen, die hier stehen. Und die alle müssen ja endlich mal eigentlich ins Beet. Dann habe ich dieses Jahr mehr oder weniger aus Verzweiflung auch einige Sachen vorangezogen, in der Hoffnung, dass ich im Berggarten vielleicht demnächst Beete haben werde oder dass ich es vielleicht irgendwie hinkriege, da Beete zu haben. Und ein paar Sachen natürlich auch für den Balkon. Das ist alles leider ein bisschen zu spät. Was nicht nur daran lag, dass ich etwas zu spät bestellt habe, sondern dass sich die Lieferung des Saatguts dann auch noch verzögert hat. Und teilweise habe ich hier auch ganz altes Saatgut genommen, was ich noch aus Zeiten vor dem Umzug habe. Und ja, schauen wir mal. Also hier drunter, da habe ich diverse Kürbisgewächse ausgesät. Also Hokkaido, Patisson, Muskatkürbis, Zucchini, soweit ich das sehen kann. Und außerdem noch 4 Töpfe mit Mais. Keine Ahnung, ob das keimt. Das Saatgut ist ewig alt. Hier vorne sind auf jeden Fall Paprikapflanzen, also Cayenne-Paprika. Die sind eigentlich für den Balkon, beziehungsweise eine davon. Dann habe ich aber auch Auberginen und vor allen Dingen sehr viel Physalis ausgepflanzt. Ausgesät, meine ich. So, hier sind ein paar Salate. Kohle, das ist Rosenkohl, Spitzkohl. Ja, Tomaten habe ich ja schon 3 auf dem Balkon gepflanzt. Auch sehr winzig. Viel zu spät. Ja, hier sind aber noch welche übrig von den Tomaten. Ob die freilandtauglich sind, weiß ich nicht. Bisschen Basilikum, das habe ich ja eigentlich auch auf dem Balkon. Und zwar da. Dann habe ich hier Rucola. Und dann kam mir gerade noch eine Lieferung von Rühlemanns, die ich im Februar bestellt hatte. Die kam gerade erst an. Das ist hier ewiger Kohl, Winterheckenzwiebel und Liebstöcke. Kann ich natürlich auch alle in den Garten pflanzen. Dann habe ich hier noch eine Perilla oder auch Sesamblatt oder Shiso genannt. Habe ich in sehr vielen asiatischen Videos gesehen. Wollte ich unbedingt mal probieren, habe ich in hiesigen Supermärkten und so weiter nicht gefunden. Also habe ich mir da einfach mal eine Pflanze gekauft. Die bleibt auch auf dem Balkon. Schmeckt übrigens ziemlich genial, muss ich sagen. Sehr interessant, ungewöhnlich. Halt schon ein bisschen nach Sesam, ein bisschen vielleicht auch Zitrone. Ja. Und falls das alles nicht reicht, habe ich hier auch noch ein paar Backups von den eben gezeigten Pflanzen in der Wohnung stehen, in kleinen Anzuchtschalen. Die kann ich dann natürlich auch noch mit reinsetzen, falls das Beet nicht voll wird. Ich glaube aber, es wird schon, ich weiß nicht, vielleicht reicht es nicht mal. Mal sehen. So, und dann werde ich auch noch Bohnen versuchen, in Töpfen voranzuziehen. Ich habe hier nämlich noch Stangenbohnen von 2022, selbstgenommene Samen. Und da ich ja ein Bohnenrankgerüst habe, kann ich das ja dann noch gleich benutzen. Kann man natürlich um diese Jahreszeit, also Mitte Juni haben wir jetzt, auch direkt ins Beet sehen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie gut die Keimfähigkeit noch ist. Das ist ja schon 4 Jahre alt jetzt. Und außerdem will ich die Bohnen an Schnüren hochranken lassen, wobei ich die unteren Enden der Schnüre dann unter der Pflanze verbuddeln will. Und das geht halt auch besser mit Voranzug. Also werde ich das auch nochmal wagen, diese Bohnen in Töpfe auszusäen.
So, ich habe alles hergebracht, was ich brauche für meinen Balkon und zum Anpflanzen, inklusive ein bisschen selbst mitgebrachtem Wasser von zu Hause. Ja, und dann fange ich mal an. So, dann gucken wir uns mal den Zustand des Komposts an. Und naja, es hat zwar viel geregnet, aber tatsächlich sind die unteren Schichten sogar ein bisschen feucht. Das ist ja sehr cool. Gar nicht so staubtrocken, wie als ich sie hier hingelegt habe. Also, das hat was gebracht. So, also das Beet ist voll. Ich bin längst nicht alles losgeworden, was ich einpflanzen wollte. Aber zumindest sind hier mal die ganzen Erdbeeren in der Erde. So, dann habe ich hier meine 3 neuen Pflanzen. Winterheckenzwiebel, Liebstöckel und ewiger Kohl direkt mal ins Beet gepflanzt. Hier sind dann 4 Auberginen, 8 Physalis. Ich habe noch welche übrig jeweils. Und hier unter dem eventuellen Bohnenrankgerüst habe ich dann noch 4 Kohle gepflanzt. Und zwar 2 Spitzkohl, 2 Rosenkohl, geschützt unterm Netz gegen Kohlweißlinge, mit Schneckenringen gegen Schnecken. Ja, und die Fläche habe ich noch freigelassen, falls ich Stangenbohnen habe. Werden die denn keimen? Und ansonsten habe ich hier überall noch massenweise Zeug übrig. Zum Beispiel noch mehr Kohle, Salate, Paprika, Physalis, Auberginen, Tomaten, Basilikum und eine Sonnenblume. Oh, die könnte ich eigentlich nur einpflanzen. So, und da ist das erste neu angelegte und direkt bepflanzte Beet in meinem neuen Schrebergarten. Und damit verabschiede ich mich auch für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.